Seid ihr so wie ich eines Morgens einmal aufgestanden und dachtet, ihr habt mal Lust auf etwas anderes? Denn mit dieser transparenten PVC-Folie kann man super interessante Sachen machen. Wie zum Beispiel eine transparente Tasche, die ganz einfach geht. Ich bin Jessie und ihr seht, ihr braucht dazu die transparente PVC-Folie, am besten einen Cutter mit Unterlage, Stoff für die Seiten, 8 mm große Ösen mit Scheiben, eine mitteldicke Kordel zum Schließen der Tasche, Clips, da wir hier keine Nadeln verwenden können, und etwas Einlage. Des Weiteren ein Druckknopfset für die kleinen Taschen, eine Lochzange, einen Hammer und eine Einschlaghilfe für eure Ösen. Als Material für die kleine Tasche habe ich einfach so ein Platzdeckchen für den Tisch verwendet. Gibt es auch in ganz vielen anderen Ausführungen. Ich konnte mich auch erst nicht entscheiden, welche Farbe ich nehme. Oder ihr nehmt einfach Lederimitat und füttert dieses noch aus. Wenn ihr eine Tasche mit Futter machen wollt, ist das auch gar nicht viel schwerer. Ihr schneidet einfach euren Oberstoff zurecht und macht ein Futterstück aus eurem Stoff, das 1 cm ringsrum größer ist. Die Seiten bügelt ihr 1 cm ein und steppt es einfach komplett auf euer Obermaterial auf. Und verfahrt dann einfach nach Tutorial-Anleitung weiter. Für die große Tasche schneidet ihr also euer 26 x 36 cm großes PVC-Stückchen aus. Je größer eure Schneideunterlage ist, umso einfacher wird es natürlich. Ihr könntet es auch mit einer Schere schneiden, allerdings wird es dann ziemlich schwierig, eine gerade Kante hinzubekommen. Schneidet euch pro Tasche 4 Stoffstücke in den Maßen 10 x 15 cm aus und für die große Tasche bebügelt diese mit Fließeinlage, damit die Seiten etwas stabiler werden. Um die Ecken schön abzurunden, habe ich mir eine Dose mit dem Durchmesser 7,5 cm genommen. Ihr könnt es auch einfach mit einem Zirkel anzeichnen und die Ecken abgeschnitten. Für die große Tasche braucht ihr also 4 Seitenteile, einmal den Oberstoff und euren Träger. Und auch für eure kleine Tasche 4 Seitenteile in derselben Größe und euren Oberstoff. Für die Seiten nehmt ihr euch immer 2 Teile rechts auf rechts zusammen und näht mit 1 cm Nahtzugabe ringsherum, aber lasst oben eine Öffnung. Schneidet an den Rundungen vorsichtig ein und dann können wir das Stück umdrehen. Die obere Kante könnt ihr dann 1 cm einschlagen und einmal übersteppen. Danach bügeln. Dann faltet ihr euch das Teil auf die Hälfte und näht eine kleine Biese ungefähr bis zur Mitte des Stückes nach unten auslaufend. Dann klappt ihr die beiden äußeren Seiten nach unten, dass es am Ende wie ein M aussieht, und näht auch diese Kanten einmal durch. Und genau das macht ihr mit allen anderen Teilen auch. Auch mit denen, wo keine Einlage eingebügelt ist.
Wenn ihr die Seiten fertig habt, messt ihr euch von oben 3 cm ab. Das Ganze auch auf der anderen Seite, übrigens an den langen Seiten, denn dort werden jetzt unsere Seitenteile eingenäht. Das geht eigentlich super gut auch ohne zu stecken, denn mit den Klammern würde uns das sowieso verrutschen. Näht einfach schön knapp am Rand entlang, macht ruhig langsam, damit euch kein Fehler passiert. Und so solltet ihr es bestenfalls auf Anhieb hinbekommen. Zumindest musste ich kein einziges Mal die Seiten noch einmal auftrennen. Setzt bei den Rundungen wirklich jeden Stich nach und nach ganz langsam, damit ihr immer ein Stück weiter rutschen könnt. Und zieht euren Stoff aber nicht auseinander. Um das transparente PVC zu verarbeiten, habe ich übrigens kein spezielles Füßchen genommen. Es ging super gut mit dem ganz normalen Nähfuß und hatte auch keine Probleme, dass es sich nicht weiter transportieren lässt. Bei dieser großen Tasche ist es mir nun passiert, dass das Ende einen halben Zentimeter zu weit rausgerutscht ist, so dass nur noch 2,5 cm anstatt 3 übrig sind. Aber bei einem halben Zentimeter ist es nicht so schlimm, falls euch das auch passiert. Ich habe so einfach auf der anderen Seite 2,5 cm abgemessen und dort begonnen zu nähen. Und den halben Zentimeter, der übersteht, auf der einen Seite schneide ich einfach im Nachhinein ab. Und auf der zweiten Seite bin ich wieder bei 3 cm geendet. Das heißt, der Stoff hat sich ganz genauso verhalten wie auf der ersten Seite. Deswegen ist es jetzt kein Problem, den halben Zentimeter einfach abzuschneiden. Bei den kleinen Taschen hatte ich übrigens nie Probleme, dass es nicht bündig endet. Wahrscheinlich, weil hier das Obermaterial dünner ist und deswegen mein Stoff nicht verziehen kann. Also macht euch da keine Sorgen, dass es nicht passen könnte. Und die zweite Seite müsst ihr natürlich auch noch bündig an der Oberkante an der langen Seite annähen. Und dann brauchen wir nur noch unseren Tragegurt an einer Vorderseite mit 2 Nähten anzunähen. Geht da ruhig ein paar Mal drüber, damit die Naht auch gut hält. Und dann noch einmal auf der schräg gegenüberliegenden Rückseite zweimal annähen. Und dann könnt ihr auch schon eure Druckknöpfe reinmachen und die kleine Tasche ist fertig. Nun müssen wir noch einen Stopper für die Kordel machen. Dafür nehmt ihr euch ein Stoffstück von 9 x 7 cm, bügelt eure Seiten 1 cm ein, schlagt die kurze Seite einmal zu und näht ringsherum. Euer Stopper sollte dann 2,5 x 7 cm lang sein und nun brauchen wir nur noch die Seiten einmal in die Mitte zu schlagen und durchzunähen. Testet aber nochmal, ob euer Band auch nicht zu fest und nicht zu locker darin liegt.
Und so sieht es dann aus, wenn ihr es zweimal durchgenäht habt. Unsere Oberkante sollte noch breit genug sein, damit die Ösen hineinpassen und die kleine Tasche nicht stören. Markiert euch dafür eine Stelle, die 7,5 cm von der Seite und 1 cm von der Oberkante entfernt liegt. Und das auch auf den anderen 4 Seiten. Und dann macht ihr euch mit einer Lochzange erstmal eine Öffnung. Die größte Größe meiner Lochzange war immer noch zu klein, deswegen muss ich es mit der Schere ein kleines bisschen größer, vielleicht 1-2 mm ausschneiden, damit die Öse hineinpasst. Schneidet das Loch nicht zu groß, denn die Öse sollte noch schön fest dazwischen geschoben werden. Und dann könnt ihr die Ösen ganz nach Anleitung von eurer Verpackung einschlagen. Dann messt ihr euch 50 cm von eurer Kordel ab. Es dürfen auch gerne 5 cm mehr sein, denn die Knoten haben einiges verschluckt. Und fädelt diese von hinten durch eure Öffnungen durch. Und durch den Stopper. Und am Ende einfach einen Knoten setzen. Durch die Ösen und die Kordel kann nicht jeder in die Tasche einfach reingreifen, aber um es euch zu vereinfachen, könnt ihr sie natürlich auch weglassen. Und die Tasche ist auch sehr variabel, denn ihr könnt sie entweder ohne Innentasche benutzen oder sogar 2 Innentaschen einsetzen. Der Platz ist dafür auf jeden Fall ausreichend. Und somit bietet diese Tasche gute Kombinationsmöglichkeiten, um immer etwas anderes zu tragen. Ich hoffe, ich konnte euch dazu inspirieren, eine schöne Sommertasche für euch zu nähen, die sich bestimmt auch super als Geschenk eignet. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Video.